Wir sind Tina und Dirk und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Die letzten Wochen waren wir ausgiebig in Nordspanien unterwegs. Wir waren in den Bergen, haben paradiesische Traumstrände entdeckt, haben auch den ein oder anderen Abstecher ins Inland gemacht und uns dann an der Atlantikküste entlang unseren Weg Richtung Galicien gebahnt. Heute müssen wir unseren Ducato in eine Werkstatt geben, machen nette Bekanntschaften, erkunden eine kleine Trauminsel vor der galizischen Küste, verpassen leckere Meeresfrüchte, weil wir uns nicht entscheiden können, finden dafür aber wieder einmal einen Stellplatz, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Kommt mit! Hallo aus Santiago de Compostela. Die letzten Tage haben wir auf einem Stellplatz verbracht, so 30 Minuten von hier an der Küste, da wo wir unser letztes Video beendet haben. Und da waren wir jetzt, ich glaube, 4-5 Tage und haben vor allem dann leider eine Schlechtwetterfront da mal ein bisschen aussitzen müssen, aber das war vollkommen fein. Und das Überragende ist, dieser kostenlose Stellplatz hatte nicht nur eine kostenlose Fähr- und Entsorgungsmöglichkeit, sondern sogar einen kostenlosen Stromanschluss. Also wirklich überragend, dass es sowas hier gibt. Jetzt sind wir aber zurückgefahren nach Santiago, weil wir hier einen Termin in einer Werkstatt haben. Unser Camper braucht einen Ölwechsel, braucht einen Wechsel der Bremsflüssigkeit und kriegt auch einen neuen Innenfilter, also einen neuen Pollenfilter. Dafür fahren wir jetzt in eine Fiat Professional Werkstatt, wo wir einen Termin haben. Das machen wir als allererstes. Auf geht's! Mit Werkstätten im Ausland haben wir inzwischen zwar schon unsere ein oder andere Erfahrung gemacht, aber trotzdem ist es jedes Mal wieder ein bisschen aufregend, ob das denn alles überhaupt so richtig klappt, allein schon wegen der Sprachbarriere. Einen Termin im Vorfeld telefonisch zu vereinbaren, hat hier leider nicht funktioniert. Aber als wir dann einfach persönlich vorbeigefahren sind, mussten wir nicht einmal den Google-Übersetzer bemühen, sondern konnten uns sogar auf Deutsch verständigen, da der nette Herr an der Annahme 15 Jahre am Bodensee gelebt hat. Aber nicht nur das, wir haben auch direkt einen Termin für denselben Tag bekommen, haben unseren Ducato guten Gewissens abgegeben und konnten die Zeit nutzen, um in die Stadt zu laufen und uns auf die Suche nach neuen Klamotten zu begeben. 2 Stunden später haben wir den Camper wieder abgeholt und die Rechnung für den Ölwechsel, Filterwechsel, Wechsel der Bremsflüssigkeit, Pollenfilter und noch 2 Liter Öl zum Nachfüllen ist mit gut 350 € auch vergleichsweise günstig ausgefallen. Ein rundum gelungener Werkstattbesuch. Ach, ich bin so glücklich, dass das so gut und so schnell und so reibungslos funktioniert hat. Mich stresst sowas ja immer, zu wissen, dass so ein Termin halt irgendwann ansteht und man weiß ja nicht so richtig, wie das funktioniert, gerade wenn man eben hier im Ausland ist. Aber umso schöner, wenn sowas so toll klappt. Wir sind hier jetzt übrigens auf einem großen Parkplatz auf der Insel Arusa, so eine gute Stunde von Santiago entfernt. Hier sind wir jetzt gerade hingefahren. Die Insel soll sehr, sehr schön sein. Sie ist relativ klein und auch erst irgendwie seit, ich glaube, 30 Jahren mit einer Brücke mit dem Festland verbunden. Aber es soll eben ja viele kleine süße Strände hier geben und die wollen wir jetzt mal erkunden. So wirklich viel wissen wir noch nicht, aber das werden wir uns gleich anschauen. Zuallererst trinken wir aber noch fixen Kaffee, weil wir sind heute sehr, sehr, sehr früh aufgestanden. Für unsere Verhältnisse, um 7 hat der Wecker geklingelt. Für uns ist das sehr früh und deswegen brauchen wir noch fixen Kaffee und dann geht's los.
Es fängt auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut an. Es ist super schön hier. Und das Wetter ist hervorragend. Und das ist eine Erwähnung wert, weil wir die letzten 5 Tage wirklich fast durchgängig Regen hatten. Und der Wetterbericht auch jetzt eigentlich noch Regen ansagt. Aber ja, das nehmen wir doch gerne mit, dass er hier falsch liegt. Hoffen wir, dass es noch so ein bisschen so bleibt. Ja. Wir gehen jetzt mal als erstes an den südlichen Zipfel der Insel. Da soll es einen Naturpark geben. Den schauen wir uns an. Und es geht immer hier schön an der Küste entlang. Das ist ein Traum. Ja. Noch eine Erkenntnis, heute ist die erste Woche, wo hier in Spanien wieder die Schule angefangen hat, wo also so die Hauptreisezeit vorbei ist. Und das merkt man total, denn es ist schlagartig hier überall deutlich, deutlich leerer geworden. Ja. Der Wiener. Sehen Sie das? Ja, wo sind die in echt? Weiß ich nicht. Können wir die bitte in echt sehen? Ja. Na, was meinst du? Sehr schön. Ja, ne? Schon paradiesisch. Mhm. Tina ist auf der Suche nach Delfinen. Wir fühlen uns hier ganz schön an Schweden erinnert, genauer gesagt ans Stendörrens Naturreservat kurz vor Stockholm. Da war die Landschaft auch so, ja, diese Felsen und an der Küste und es ging immer wieder durch den Wald. Es war auch sehr, sehr schön, nur ja, die Strände, die sind hier deutlich schöner als da, das muss man sagen. Es ist sehr, sehr ruhig hier. Man hört eigentlich gar nichts, außer ein paar Vögel zwitschern. Ja. Wir sind jetzt so ein kleines bisschen versackt da am Strandcafé und jetzt sind wir ehrlicherweise viel zu müde, um noch den Norden der Insel zu erkunden. Wir haben auch, glaube ich, schon gefühlte 20 Uhr, ich weiß es gar nicht genau. Ja, das heißt, das werden wir auf morgen verschieben. Vorhin habe ich gesagt, dass wir hier auf einem großen Parkplatz stehen. Das ist aber, natürlich könnte man fast sagen, so häufig wie wir sie jetzt hier schon gesehen haben, mal wieder ein offizieller kostenloser Wohnmobilstellplatz. Diesmal ohne Fähr- und Entsorgung, soweit wir das sehen konnten, und mit einem 24-Stunden-Limit. Aber das werden wir dann jetzt heute Nacht mal nutzen. ja. Man will einfach feiern, was für eine außergewöhnliche Gott schütze den König. Wie haben Sie heute London die Menschen erlebt?
So, wir sind ausgeschlafen, haben geduscht. Jetzt ist es Zeit, den nördlichen Teil der Insel zu erkunden. Wir fahren da ein kleines Stück hin und gehen dann da eine Runde spazieren. Los geht's! Wir hatten übrigens eine sehr ruhige Nacht. Morgens wurde es dann ein bisschen lauter, weil der Stellplatz eben doch direkt an dieser Hauptverkehrsstraße ist. Und es kam morgens ein fliegender Bäcker vorbei. Das ist auch ja, sehr typisch eigentlich hier in Spanien. Haben wir das jetzt schon ganz, ganz oft erlebt an solchen Stellplätzen, dass morgens ein Auto vorbeikommt und Brote und Brötchen verkauft. Oder Gas. Na, oder Gas, das gibt's auch, ja. Also auch das hier ist schon wieder ein sehr, sehr schöner Weg. Sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad potenziell. Also echt schön. Ja. Wir hatten gelesen, dass es hier im Leuchtturm ein kleines Café geben soll und das gibt es auch, aber das hat leider heute zu oder noch zu. Vielleicht waren wir zu früh einfach. Wir sind jetzt noch ein bisschen weiter in den Süden gefahren und zwar auf die Insel Ogrove mit dem gleichnamigen Ort. Das ist ein kleines Fischerdorf, was wir uns gleich noch angucken. Jetzt sind wir hier aber erstmal an einem sehr großen Strand, der sehr schön sein soll und den gucken wir uns jetzt an. Hier sind jetzt leider in den letzten 2 Minuten super schnell so Nebelschwaden oder so tief hängende Wolken reingezogen. Man kann leider nicht mehr ganz so schön gucken. Ja, hatten wir ja schon oft, ne? Ja, hatten wir schon häufiger. Muss man mit rechnen.
verrückt, wie das aussieht, ne? Ja. Wir gehen jetzt zurück und fahren erstmal in die Stadt, aber vielleicht halten wir hier auf dem Rückweg nochmal an. Ganz schön warm hier in der Sonne. Ja, genau. Ultra. Schön. Geht so, mir ist zu warm. Mecker, mecker, Motz, Motz. Ich verbrenne. Regen ist nicht gut, Sonne ist nicht gut. Ja. Man kann es ja auch nicht recht machen. Ja, ich hätte bitte immer gern so 25 Grad und Ja, Sonnenschein. bestimmt. Das ist, ach so, im Sonnenschein, okay. Weil mehr als 25 gibt es hier gerade auch nicht. Es rächt sich gerade ein bisschen, dass wir völlig unvorbereitet hierher gefahren sind und überhaupt gar nicht wissen, was man hier machen kann, was es hier anzugucken gibt. Deswegen irren wir hier gerade so ein bisschen durch die Straßen. Eigentlich wären wir hier gerne essen gegangen. Aber als wir uns endlich für ein Restaurant entschieden hatten, mussten wir feststellen, dass wir viel zu spät dran waren, um noch vor der typischen Nachmittagsschließung in den Genuss der hier vermeintlich sehr leckeren Meeresfrüchte zu kommen. Wir haben es dann bei dem kleinen Stadtbummel rund um den Fischereihafen belassen, haben noch einen kurzen Abstecher auf die benachbarte Tocha-Insel eingelegt, auf der sich vor allem teure Villen, ein Golfplatz und ein kleiner Sporthafen finden lassen, und haben uns dann auf die Suche nach einem Stellplatz für die Nacht gemacht. Ich denke, wir haben unseren Stellplatz für die Nacht gefunden. Wir stehen da hinten an diesem sehr, sehr schönen kleinen Strand. Es ist kein offizieller Stellplatz, sondern mal wieder ein klassischer Park-for-Night-Fund. Aber ich denke, das ist fein. Die Aussicht ist überragend. Die Sonne wird hier gleich über dem Meer untergehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin jetzt gerade noch auf einer kleinen Spazierrunde, um hier die Gegend zu erkunden und gehe dann auch gleich zurück zum Camper. Dann gibt es Abendessen und hoffentlich einen schönen Blick auf diesen Sonnenuntergang. Und damit verabschieden wir uns schon mal für heute, würde ich sagen. Ciao. Der Sonnenuntergang ist letztlich leider in den aufziehenden Wolken verschwunden. Aber mindestens genauso schnell waren auch die Badegäste weg, sodass wir den Strand am Abend tatsächlich fast für uns alleine hatten. Was für ein traumhaftes Fleckchen Erde. Die letzten Tage haben uns wieder einmal gezeigt, dass der Norden Spaniens und vor allem auch Galicien so viel mehr zu bieten haben, als wir bis vor wenigen Wochen noch gedacht hätten. Wir sind absolut begeistert. Und das ist doch ein gutes Schlusswort für dieses Video, findet ihr nicht auch? Wir hoffen, wir konnten euch die Schönheit dieses kleinen Teils von Galicien ein kleines bisschen näher bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt doch bitte unten auf den Daumen hoch, empfehlt euren Freunden unseren Kanal und lasst natürlich auch gerne selbst ein Abo da. All das hilft uns hoffentlich noch eine ganze Weile, solche Videos zu produzieren. Wir würden uns sehr freuen, euch auch am nächsten Sonntag wieder hier begrüßen zu dürfen. Senden euch viele liebe Grüße aus Spanien und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Entschuldigung, sind Sie Basketball-Fan? Je. Welches Team unterstützen Sie denn? Lekas. Lekas. Mach mal einen Lockruf. Also wenn jetzt gleich ein Uhu kommt, dann hat sie es richtig gemacht. Das habe ich bei Flipper anders in Erinnerung. Ja, das ist meins. Finde ich ein bisschen wie ein Affenhaus. Im so. Schön.